Hallo, heute sind wir im Haus des Meeres in Wien. Hier im Hintergrund schwimmen schon die ersten Fische vorbei. Goodea atripinis ist aber eigentlich nur der Beibesatz. Sie sollen uns ein bisschen helfen, die Algen zurückzufressen. Das eigentlich Spannende spielt sich hier unten ab, denn da haben wir die Axolotl. Hier ist es, um genauer zu sein, Mexicanum, also Ambystoma, der Gattungsname mit der Art Mexicanum. Das ist das eigentliche Axolotl, so wie wir es auch in der Haltung kennen, so wie es eigentlich verbreitet ist. Im Lebensraum selbst galt der Axolotl immer wieder mal als ausgestorben, ausgerottet. Wie jetzt aktuell der Stand ist, wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist, es geht ihnen auf jeden Fall nicht gut und wenn es sie immer noch gibt, dann sind es jedenfalls nicht viele. Lebensraumverschmutzung, Zerstörung, die typischen Themen sind es einfach. Es sind große Seen in Städten, die einfach explosionsartig gewachsen sind und dementsprechend der menschliche Faktor immer größer geworden ist und es den Tieren eigentlich immer schlechter geht. Wir haben hier also die typischen Axolotl und hier daneben eine andere Querzahnmolchart. Es sind alles Amphibien, gehören zu den Lurchen, es sind Ambystoma Querzahnmolche. Querzahnmolche allgemein sind total faszinierende und spannende Amphibien. Sie haben so viele Sachen, für die sie bekannt sind. Sie sind einerseits ihr Leben lang eigentlich immer nur im Larvenstadium, das heißt, es werden nie fertig entwickelte Salamander, die an Land gehen, sondern werden ein Leben lang so als Larve im Wasser verbringen. Und dann gibt es diese ganzen Geschichten mit diesen Gliedmaßen, die sie nachbilden können oder Wunden, die besonders gut heilen. Das stimmt alles. Tatsächlich haben sie eine Regenerierungsfähigkeit, die unfassbar ist. Das heißt, wenn so ein kleiner Axolotl das Bein verliert, wächst es einfach nach. Und da haben sogar einige Studien gezeigt, dass es nicht nur Gliedmaßen sind, sogar auch Teile des Gehirns oder vom Herzen, die sich ohne große Narben einfach zurückbilden. Und das ist natürlich auch heutzutage ein Stand der Forschung, wo man einfach versucht draufzukommen, was passiert da, was spielt sich ab und können wir das irgendwann vielleicht auch in der Humanmedizin für uns Menschen einsetzen. Wie so oft ist es wieder eine Mischung, die wir brauchen zwischen In-situ und Ex-situ Artenschutz. Und In-situ bedeutet also, vor Ort müssen wir einfach dafür sorgen, dass diese Gewässer geschützt werden, dass diese Nachhaltigkeit irgendwie Fuß fasst und die Leute einfach einen anderen Bezug zur Natur haben und auch dementsprechend sich dafür einsetzen, dass die Tiere dort überleben können und geschützt werden. Ex-situ müssen wir ganz einfach dafür sorgen, dass wir irgendwann noch eine Backup-Population haben. Und da spielen eigentlich genauso Privathalter als auch große Zoos unglaublich wichtige Rollen, dass wir solche Tiere artrein, genetisch rein erhalten und auch irgendwann dafür sorgen, dass wir diese Tiere zurückführen können. Und das ist bei uns total spannend, weil wir einerseits hinter den Kulissen sehr, sehr viel machen und sehr viel züchten und hier endlich auch in der Ausstellung die verschiedenen Arten direkt nebeneinander haben, wo man endlich mal vor Ort sehen kann, was ist eigentlich der Unterschied. Und tatsächlich ist der Unterschied nur minimal winzig. Man könnte beide Arten sogar hybridisieren und das wäre tatsächlich, wenn man jetzt im Artenschutz arbeiten möchte, eine Riesenkatastrophe und könnte zur Ausrottung einer ganzen Art führen. Ja, so ein Querzahnmolch, einmal in den Mixer gepackt und Hustensaft rausgemacht, klingt absolut pervers und ekelhaft, ist aber fast schon die Geschichte, wie sie eigentlich zum Artenschutzprojekt entstanden sind oder warum es diese Tiere überhaupt noch gibt. Zurückzuführen ist das Ganze zu einem Nonnenkloster beim Pátzcuaro-See. Dort haben die Nonnen seit Generationen einen Hustensaft aus den kleinen Tierchen hier produziert und haben damit ganz einfach Geld gemacht. Und irgendwann, es waren tatsächlich zuerst diese Nonnen im Kloster, die bemerkt haben, oh je, es werden immer weniger Querzahnmolche, wir haben ein Problem. Und die haben dann angefangen, aktiv diese Tiere zu züchten und waren eigentlich sozusagen die Ersten, die das Know-how hatten, wie man solche Tiere in großen Zahlen reproduziert. Und jetzt sind die Nonnen ganz einfach hingegangen. Einerseits haben sie aus den Nachzuchten haben sie wieder ihren Hustensaft produziert, andererseits haben sie auch angefangen, die ersten Tiere wieder auszuwildern. Das Ganze halb professionell, was aber eigentlich sozusagen der Start war, dass die großen Organisationen wie zum Beispiel wissenschaftlich geführte Zoos aufgesprungen sind und gesagt haben, hey,
Da gibt es Leute, die haben das Wissen, die haben schon angefangen, lass uns die unterstützen und darauf aufspringen. Und so sind die kleinen Querzahnmolche schlussendlich hier im Zoo gelandet. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und aktiviert auch die Glockenbenachrichtigung. So verpasst ihr kein neues Video mehr, das wir veröffentlichen.